Whiskyjason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bei der Bottle Market Messe hier in Bremen 2019 gemeinsam mit Sebastian Büssing von Loch Lomond. Hey, sehr, sehr schön. Schön, dich wieder zu sehen. Du warst in Schottland, glaube ich mal, für ein paar Tage. Genau. Hast ein bisschen dann dort bei Loch Lomond herumschnuppern können. Was war für dich dein Highlight denn da? Mein Highlight war definitiv die Cooperage, also die Küferei. Was die Jungs da arbeiten und wie die Fässer aufgearbeitet werden, das ist schon ein absolutes Highlight, wenn man halt sieht, wie so ein Fass innen drin ausgebrannt wird. Das macht Spaß. Also wir kennen einfach Speyside Cooperage, wo die Pyramide da so sind, aber ein paar Distillerie haben ihre eigene Möglichkeit, 4 Stück. Zähl sie mal auf, welche 4 sind das? Also ich weiß von Loch Lomond und Tullibardine hat das auch. Genau, Tullibardine, Belvini hat eine eigene Küferei und Nummer 4 fällt mir gerade nicht ein. Auch kein Problem, ja. Ich hätte es auch nicht gewusst, aber Loch Lomond hat das und die haben wirklich eine Vielzahl von Fässern da. Nicht nur Ex-Bourbon, nicht nur Sherry, sondern von bis, ja. Genau. Also wir haben ja auch jetzt hier zum Beispiel eine Einzelfassabfüllung aus dem Manzanilla-Fass, eine trockene Sherry-Variante. Ich habe den Inchmoran aus dem Madeira-Fass, also die haben auch besondere Fässer. Ja. Rauchige Variante Inchmoran aus dem Armagnac-Fass. Okay. Armagnac findet man auch nicht überall als Reifung mit dabei. Tendenziell ist es aber so, und das ist ganz, ganz wichtig, die meisten Whiskys von Loch Lomond werden entweder in frischer amerikanischer Weißeiche, in First-Fill-Bourbon-Fässern oder sogenannte Rejuvenated, also wieder aufgearbeitete Fässer, die aber auch meistens aus amerikanischer Weißeiche bestehen, gelagert. Okay, also sehr traditionell. Du hast schon ein paar Begriffe um dich herum geschmissen. Nur meine vertrauten Zuschauer kennen nicht alle Begriffe jetzt hier. Loch Lomond kennen wir, damals Supermarket Whisky, jetzt hier ein bisschen anders aufgestellt. Investmentfirma hat das dann gekauft, hat dafür gesorgt, dass ein tolles Image da ist. Ihr sponsert auch die Open denn dort mit Golf und so weiter. Ihr seid hochwertig geworden. Und jetzt haben wir Das ist eine falsche Aussage. Wir sind nicht hochwertig geworden. Man muss halt immer so ein bisschen drauf aufpassen. Euer Marketing ist hochwertiger geworden, auf jeden Fall. In Deutschland. Ja, okay, gut. Das ist halt dann der Punkt. Und das ist nämlich diese Range, die wir jetzt hier vor uns stehen haben. Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt auf einmal, zack, auf einmal war sie da. Ja. Ne? Und wir stellen die jetzt hier in Deutschland vor. Also diese Abfüllung, die gab es halt auch schon vorher. Nur nicht auf dem deutschen Markt waren sie nicht präsent. Genau. Und das möchte man jetzt ändern, dass die Leute halt auch mal die komplette Bandbreite an verschiedenen Loch Lomond Abfüllungen testen können. Dann fangen wir einfach mal ganz typische Loch Lomond an. Wo fangen wir unten an? Was ist das Niedrigste, was du anbieten kannst? Niedrig im Preissegment. Preis. Niedrigste vom Preissegment haben wir eigentlich einen Blend, das ist der Clansman. Gut, zeig mal, das habe ich auch bisher noch nie gesehen. Deshalb, also ich habe die Flasche genommen und gesagt, was ist das? Das ist diese Abfüllung, also es ist ein Blend und wie man weiß, ist Loch Lomond die einzige Brennerei, die unter einem Dach sowohl Single Grain als auch Single Malt herstellt. Und damit können die halt auch eine sehr, sehr große Bandbreite, alleine von den verschiedenen Single Malts, die sie alle auf dem Markt machen, natürlich auch ganz andere verschiedene Blends kreieren. Ja. Und ich sag mal so, es gibt einen anderen Vertreter, der auch im gleichen Preissegment mitspielt, der aber eine sehr, sehr scharfe Note einfach in Abgang hat, wo man den eigentlich gerne zum Mischen benutzt. Und der liegt im 10-Euro-Preissegment, die Flasche, ist also sehr, sehr erschwinglich. Ist jetzt kein Whisky, wo man sich stundenlang mit Nosing und Tasting Notes und so weiter beschäftigt, sondern sehr, sehr easy drinking, Daily Drum mäßig. Aber ich sag mal, für einen Zehner die Flasche kann man da auch nicht sehr, sehr viel verkehrt machen. Okay. Sehr schön. Und dann gehen wir nach oben, dann fängt es auch schon mit Altersangaben an, ja? Bei Loch Lomond. Jein, also wir haben erstmal nochmal den Signature. Der Signature ist quasi die Signatur der Brennerei, wo wir Karamellnote haben von dem Grain-Bereich. Das ist diese Variante hier. Wir haben eine leichte würzige Variante von dem Loch Lomond Single Malt mit drin. Das ist etwas Fruchtiges, die so ein bisschen die Hommage an die Inchmorans mit dabei ist. Und ganz am Ende so eine ganz, ganz milde Rauchigkeit, die so ein bisschen an den Inchmoran halt auch noch erinnert. Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe damals diese Flasche auch probiert mit dir zusammen. Ich habe gesagt, Mensch, hat mir nicht so gut geschmeckt für 30 Euro. Und du hast praktisch 18. gesagt, genau, du hast gesagt, Jason, nicht 30, 18. Ich gesagt, nein, für 18 schmeckt der ganz schon gut. Also, und das war so einfach wenn man diesen Flaschendesign so sieht, also alleine vom Flaschendesign dachte, das kostet 30 Euro, ja. Also habe ich gedacht und da war ich daneben, ja. Genau, dann gehen wir ein bisschen weiter, dann haben wir noch den Loch Lomond Original, den halte ich jetzt nicht in die Kamera, da haben wir noch einen kleinen Ticken mehr, diese rauchige Note im Abgang, was sehr, sehr schön ist. Und dann kommen wir zu der nächsten Flasche und das ist der Single Grain. Und viele machen dann immer auch gerade hier auf der Messe, die rümpfen die Nase, oh nee, Grain Whisky ist nicht so meins. Und dann sagen sie, halt stopp, was ist für dich Grain Whisky? Und für viele ist halt eine Mischung teilweise aus Mais, aus Weizen, je nachdem, was gerade günstig einzukaufen ist. Und dann über Kolonnen destilliert, in ausgelutschten Fässern gelagert und meistens dann leider erst gut so ab einem höheren Alter. Ab 30 Jahre
Normalerweise ist es richtig lecker, wie Cambus oder irgendwas, aber das ist was anderes, ja? Genau, und hier haben wir aber einen Single Grain, der aus 100% gemälzter Gerste gemacht wird. Also eigentlich aus den Zutaten, wo man Single Malt eigentlich mit herstellt. Und dadurch kriegt er schon relativ für junges Alter eine sehr, sehr schöne Dichte von Karamell, schönen Apfelnoten mit dabei. Und ja, wenn man halt einfach mal, und auch für 23 € sehr, sehr easy drinking auf jeden Fall, da kann man nichts mit verkehren. Und es ist kein Single Malt, weil es nicht ein Pot-Still-Verfahren hergestellt wird, sondern auf der Kolonne, Genau. also auf die, ein Coffee-Still, und deshalb ist das so, aber von Zutaten hätte es dann auch ein Single Malt sein können. Genau. Sehr gut, dann gehen wir weiter zu ein paar Begrifflichkeiten, die du benutzt hast von irgendwelchen Inseln da. Welche Insel nehmen wir denn dort? Zum Beispiel fangen wir dann an mit der fruchtigen Variante, die Inchmoran. Insel, Moran Gras. Somit haben wir eher die fruchtige Variante, sprich halt Pfirsich, grüne Apfel, grüne Birne. Und in der Regel sagt man immer so, das Fass macht zwischen 70% und 80% des Aromas aus. Bei Inchmoran ist es nicht der Fall. Also bei dem Loch Lomond und auch bei dem Inchmoran würde ich sowas vielleicht unterschreiben. Beim Inchmoran wird aber auch nochmal mit besonderer Hefe gearbeitet. Da wird halt mit Weinhefen gearbeitet, Chardonnay, Sauvignon Blanc Hefe. Und dann kriegen wir schon im Malzbrand selber eine schöne Pfirsichnote mit herein. Und die wird halt auch über die Reifung weiterhin transportiert, sodass man sagt, dass die Hefe schon für 30% ungefähr des Geschmackes. Und wird es ein bisschen länger dadurch fermentiert oder ist die Fermentierzeit kürzer? Wie ist das? Die Fermentation dauert natürlich dadurch auch länger. Ja, Genau. Okay. Also Genau, wir haben bisher wenig über Hefe gehört, um ganz ehrlich. Ich habe schon über Holz gefragt, ich habe über Zutaten gesprochen, aber der Einfluss vom Hefe ist schon relevant, aber darüber redet man sehr wenig. Kommen wir irgendwann dazu, heute nicht. Ja? Also da muss ich dein Gehirn ein bisschen hier absaugen oder aufnehmen, was du alles darin hast. So, das war jetzt ja unser Inchmoran. Genau, dann gehen wir weiter zum Loch Lomond. Beim Loch Lomond 12 Jahre zum Beispiel selber wird ein Tick rauchiges Malz, also 15% rauchiges Malz ist in der Maische, sodass wir zwar als Eiler-Fan oder sonst was jetzt keine Rauchigkeit spüren, aber wir Wie haben beim Tandu mit 4%, ja? zum Beispiel. Also wir haben so eine schöne würzige Note im Abgang. Also manche sagen so ein bisschen verbranntes Holz oder so, je nachdem, ob du Einsteiger hast oder nicht. Und dann gehen wir zur nächsten Insel, Inchmoran. Inch wieder Insel, Moan ist die Peat-Insel, also Torfinsel. Und da kriegen wir richtig schöne, rauchige Noten. Wir haben 55 ppm. ppm ist natürlich immer so eine Geschichte. Es wird natürlich nur das Malz, bevor es eingemeischt wird, gemessen. Das heißt, was hinterher in der Flasche ankommt, ist was ganz anderes. Aber wir haben einen schön eingebundenen Rauch, also nicht nur Rauch und dann schmecke ich nichts mehr, sondern man schmeckt noch schöne Süße, schöne Barbecue-Soße mit dabei. Also sehr fein eingebunden, wenn man Rauch mag, nicht so wie du. Aber langsam bin ich bei Talisker gerne angekommen. Und auch dann bei Highland Park. Also das ist schon, aber wirklich hier bei Lagavulin oder Radbeck und so weiter bin ich noch nicht, aber ich bin auf eine gute Richtung unterwegs, muss ich so sagen. Und ihr habt auch etwas, die Flasche finde ich auch irgendwie cool. Die im wahrsten Sinne des Wortes cool, weil wenn man den im Mund hat, hat er so eine richtig schöne minzige mentholische Note am Anfang. Und das ist ein 17 Jahre alter bioorganischer Whisky mit 54,9%. Okay. 17 Jahre. Ja, wow. Sagen wir so, vor 17 Jahren hat nicht wirklich jemand daran gedacht, einen biozertifizierten Whisky zu produzieren und ihn dann irgendwann auf den Markt zu bringen. Und er ist sehr spannend, ist was sehr Einzigartiges, was die Aromen anbelangt. Also das habe ich so bisher noch nicht in einem Whisky wiedergefunden. Super. Und kommt irgendwas Neues irgendwann oder bleibt es einfach bei der Standard-Range denn da für Deutschland? Also sag mal so, wenn wir von Standard-Range sprechen, du zählst einfach mal die verschiedenen Flaschen. 12, 14 Stück habe ich vor mir. Genau, das haben halt auch nicht wirklich jede Brennerei, so eine große Bandbreite an Whiskys. Von daher, es kommen immer Einzelfassabfüllungen. Okay. Ich habe jetzt hier mit dabei ein Manzanilla-Einzelfass. Von der Inchmoran-Reihe, also die fruchtige Reihe. Ich habe einen Inchmoran aus dem Armagnac-Fass mit dabei. Ja, genau. Und wenn solche Fässer natürlich dann abverkauft sind, dann guckt man, dass man natürlich auch wieder andere spannende Whiskys mit dabei hat. Ja. Sehr gut. Jede gut sortierte Fachhändlerhandlung, jeder gut sortierte Online-Shop hat eure Sachen denn da. Kann man die Distillery besuchen als ganz normaler Mensch? Als ganz normaler Mensch leider nicht, nein. Also du musst ein Supermensch sein, wie Sebastian. Na, das jetzt nicht. Also es liegt natürlich daran, dass ich halt für Loch Lomond arbeite, dass ich überhaupt da reingekommen bin. Aber natürlich wird auch ab und an mal für einen Whisky-Club oder sonst was die Brennerei geöffnet oder es sind viele Menschen zum Beispiel da, reisen, keine Ahnung. Man hat aber kein Besucherzentrum wie viele andere Brennereien. Man hat quasi eigentlich nicht die offizielle Erlaubnis, da jemanden durchzuführen, weil da müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und deswegen sind sie eigentlich für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Okay, super. Ja. Gut. Und wem gehört jetzt Loch Lomond zurzeit? Aktuell einem chinesischen Investor. Ja, genau. Und der wird auch dafür sorgen, dass weiterhin diesen Weg so gegangen wird, ja? Lassen wir uns überraschen. Genau. Okay, Whiskyjason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ciao. Ciao.